Wir haben uns letztens erst wieder frisches Naan gemacht. Das geht sowohl in der Pfanne als auch im Backofen. Danach haben wir richtig geschlemmt. Dieses Erlebnis müsst ihr euch auch nach Hause holen. Hey Leute, willkommen bei Lecker Recipes. Naan zu Hause zu machen ist gar nicht so schwer. Es gibt ein paar Dinge, auf die ihr achten müsst, die erklären wir euch gleich und steigen direkt ein ins Rezept. Ihr könnt für das Naan ganz normales Weizenmehl Typ 405 nehmen. Ein gutes Naan ist schön flexibel. Für einen geschmeidigen Teig brauchen wir 2 wichtige Zutaten. Zum einen Joghurt. Stellt ihn rechtzeitig raus, damit er vor dem Verarbeiten Raumtemperatur annehmen kann. Zum anderen nehmen wir Ghee. Das Ghee sollte flüssig sein. Ihr könnt es einfach kurz in der Mikrowelle aufwärmen, lasst es aber nicht zu heiß werden. Es sollte ungefähr Körperwärme haben. Alternativ geht auch Öl. Außerdem nehmen wir noch Trockenhefe. Ich hatte schon öfter das Problem, dass meine Hefe kaputt war und der Teig nicht mehr aufgegangen ist. Das ist natürlich super ärgerlich. Deswegen habe ich es mir angewöhnt, die Hefe kurz zu aktivieren, bevor ich sie in den Teig gebe. Wenn sie keinen Schaum bildet, kann ich schnell neu holen, aber der Teig ist nicht ruiniert. Nehmt zum Kneten zu Anfang am besten die Knethaken von eurem Handrührer. So bleiben eure Hände sauber. Sobald alle Zutaten vermengt sind, knete ich am liebsten mit der Hand weiter. Zum einen macht mir das Spaß und zum anderen habe ich so mehr Kontrolle über den Teig. Wenn ihr lieber mit eurer Küchenmaschine knetet, solltet ihr auf jeden Fall dabei bleiben. Denn ihr könnt den Teig auch leicht überkneten und so wird das Naan gummiartig. Knetet ihr den Teig wiederum zu kurz, bildet sich nicht genügend Gluten und das Naan schlägt nicht seine charakteristischen Blasen. Schaut mal, so ist es genau richtig. Formt den Teig in eine Kugel, legt ihn zurück in die Schüssel und deckt ihn mit einem feuchten Tuch ab, damit er euch nicht austrocknet. Jetzt muss der Teig für ca. 2 Stunden an einem warmen Ort gehen. Ihr könnt ihn zum Beispiel an die Heizung oder in den Backofen mit angeschaltetem Licht stellen. Wusstet ihr, dass Naan nur eines von zahlreichen indischen Broten wie Chapati, Bhatura oder Paratha ist? Wenn ihr Lust habt auf noch mehr indische Brotrezepte, abonniert unseren Kanal und schaut euch unsere Playlist an. Der Teig sollte aufgegangen und etwa doppelt so groß sein wie vorher. Jetzt können wir ihn weiterverarbeiten. Teilt den Teig in 8 gleich große Bällchen und verteilt sie in einer eingeölten Auflaufform. Deckt die Kugel nochmal mit einem feuchten Tuch ab und lasst sie 10 weitere Minuten stehen. So wird der Teig fluffiger und lässt sich leichter rollen. Hier ist eure eigene Präferenz gefragt. Manche mögen ihren Naan eher etwas dicker und teigiger. Diese Variante wird im Ofen am besten. Wir mögen unseren Naan eher dünn. Die typische Form von Naan ist eher länglich im Unterschied zu den kreisrunden Chapatis. Wenn ihr mögt, könnt ihr während dieses Schritts euren Naan mit Toppings garnieren. Sehr beliebt ist Schwarzkümmel. Er hat eine leichte Zwiebelnote mit einem Hauch Kreuzkümmel und Oregano. Wir machen uns ein sehr leckeres Garlic Naan. Dazu nehmen wir zusätzlich sehr fein geriebenen Knoblauch in Kombination mit fein gehacktem Koriander. Rollt nochmal mit dem Nudelholz drüber, damit die Toppings im Teig stecken. So fallen sie euch später nicht runter. Eine modernere Variante ist das Chili Cheese Naan. Legt ordentlich Käse und Chili in die Mitte des Naan und schließt es dann wie eine Tasche. Anschließend rollt ihr es länglich aus, wie die anderen Naan auch. Jetzt können wir uns dem Backen widmen. Normalerweise wird Naan im Tandoor, das ist so ein vertikaler Lehmofen, zubereitet, indem man eine Seite von den Naan befeuchtet und es dann an die Innenseite vom Ofen klebt. So wird es von der einen Seite gebacken und von der anderen Seite gegrillt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr keinen Tandoor-Ofen zu Hause habt, aber wir zeigen euch 2 Methoden, wie ihr auch zu Hause ein geniales Ergebnis bekommt. Wir machen als erstes Naan in der Pfanne, das ist sogenanntes Tawa Naan. Am besten eignet sich dafür hier so eine gusseiserne Pfanne. Wir arbeiten ja auf sehr hohen Temperaturen und so müsst ihr euch keine Gedanken um die Anti-Haftbeschichtung machen. Wenn ihr in einer Teflonpfanne oder so arbeiten wollt, geht das natürlich auch, aber mit geringerer Hitze und einem kleinen bisschen Öl. Unsere gusseiserne Pfanne ist jetzt etwa zwischen 210 und 230 Grad heiß. Gebt das Naan ohne Öl in die Pfanne und drückt es ein wenig fest. Es sollte nach kurzer Zeit beginnen, Blasen zu bilden. Nach etwa 60 Sekunden könnt ihr es wenden. Jetzt backt es von der anderen Seite nochmal für 45 Sekunden, bis sich dunkle Stellen bilden. Dreht das Naan nochmal um und bestreicht es großzügig mit Ghee. Fertig ist die Variante aus der Pfanne. Putzt eure Pfanne mit ein wenig Küchenpapier ab, bevor ihr das nächste Naan backt.
Ich habe noch einen Bonustipp für euch für extra schnelles Nahen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Pizzastein. Gibt es für 30 € im Internet. Viele von euch haben den bestimmt auch schon zu Hause. Das Praktische daran ist, hier könnt ihr direkt mehrere Nahen auf einmal machen. Dazu macht ihr die Grillfunktion an und dann sind die innerhalb von, ich würde sagen, vielleicht einer Minute schon fertig. Legt den Pizzastein auf den Grillrost und schiebt ihn ins obere Drittel eures Backofens. Heizt den Backofen bei Umluft und Grillstufe auf die maximale Temperatur auf. Keine Angst um das Brot, ein Tandoorofen wird ja auch über 400 Grad heiß. Gebt euren Naan auf den Pizzastein und bestreicht es mit Ghee. Auch der Pizzastein ist deutlich über 200 Grad heiß und die Naan werfen direkt Blasen, sobald ihr sie drauflegt. Schiebt das Naan in den Ofen und bleibt auf jeden Fall dabei, denn auch die restlichen Schritte gehen blitzschnell. Wie im Tandoor grillt das Naan von oben und wird von unten gebacken. Sobald die Blasen auf dem Naan anfangen dunkel zu werden, ist es fertig. Das Naan ist durch die Toppings schön aromatisch und durch Joghurt und Ghee wunderbar geschmeidig. Ihr könnt es problemlos tieffrieren und wieder aufpacken, es schmeckt genauso wie frisch zubereitet. Euer fertiges Naan passt hervorragend zu indischen Klassikern wie Butter Chicken, Chicken Tikka Masala oder Dal Makhani. Auch dazu findet ihr viele Rezepte bei uns. Viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Video. Tschüss! Boah, das wird genial.